Hast du schon mal gehört, dass du deine Hände beim Klavierspielen so halten sollst, als hättest du einen Ball in der Hand? Das ist ein weit verbreiteter Fehler, der dein Spiel steif und unnatürlich machen kann. Würdest du so die Mondscheinsonate spielen? Oder Mozart-Sonate? Niemals. Also, welche Handstellung benutzen professionelle Pianisten? In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine Hände richtig positionierst, um deine Fingerbewegungen freier und flüssiger zu machen. Hi, ich bin Pia Muse, aktive Pianistin und Diplom-Musikpädagogin. Und wenn auch du jemals beim Spielen Spannungen hattest oder mit dem Tempo gekämpft hast, dann kann das Problem an der Handstellung liegen. Den meisten Schülern wurde gesagt, sie sollen sich vorstellen, einen Ball in der Hand zu halten. Eine Schülerin kam einmal zu mir und ihr Spiel wirkte verkrampft und hart. Und als wir anfingen, an der Handstellung zu arbeiten, wurde ihr Spiel sofort fließender und gleichmäßiger. Wahrscheinlich wird es dein Spiel auch verbessern und du wirst dich viel besser fühlen. Lass deine Hände leicht über die Tastatur schweben und berühre die Tasten nur mit den Fingerspitzen, ohne Druck auszuüben. Du musst gar nichts forcieren, denk an einen Wattebausch, an einen weichen, der sanft deine Handinnenfläche berührt. Das hilft, unnötige Anspannung zu vermeiden. Halte dabei deine Finger natürlich und flexibel, nicht verkrampft, eng und fest. Öffne deine Hand etwas für gesangvolles, schönes Spiel. Mit dieser Handstellung kannst du sehr kontrolliert alles spielen. Arpeggios, gebrochene Tonleitern und gleichmäßiges Spiel. Das ist sehr wichtig für lyrische Stücke, wo die Melodie schön hervorgehoben werden soll. Mit dieser Handstellung kannst du sehr kontrolliert spielen. Hier ist ein Pianistengeheimnis. Das Handgewölbe ist die Brücke zwischen den Fingerspitzen und dem Handgelenk. Achte darauf, dass es stets sichtbar und stabil ist. Vermeide es, die Fingergelenke einzuknicken. Sie sollten immer ihre natürliche Wölbung behalten, ohne jemals zu blockieren. Dein Handgelenk und dein Arm folgt immer den sanften Bewegungen deiner Finger. Lass uns nun etwas üben. Erst die 5-Finger-Position. Überprüfe den Zwischenraum unten, den Fingerbogen und deine Fingerkuppen. Und lass dein Handgelenk und deine Arme folgen. Fühl dich entspannt und stabil, schön und nicht blockiert. Und nun schneller. Und dein Handgelenk und die Hände unterstützen deine Finger und folgen, wohin sie gehen. Das gleiche mit der linken Hand. Überprüfe den Zwischenraum in der Handfläche, stell dir den weichen Wattebausch vor, überprüfe das Handgewölbe, die Fingerspitzen und das Handgelenk folgt der Bewegung. Nun schneller. Das gleiche kannst du auch mit Tonleitern tun. Diese Technik kannst du einfach überall einsetzen. Lass uns nun die offene Handstellung etwas anhand der Mondscheinsonate üben. Du stellst deine Finger auf, die Töne sind Gis, Cis und E, erste, zweite, vierte Finger. Die Finger sind leicht geöffnet und werden unterstützt durch das flexible Handgelenk und den Unterarm, der Bewegung folgt. Merkst
Merkst du den Unterschied? Die Handstellung zu korrigieren verändert einfach alles. Mehr Kontrolle, mehr Ausdruck, mehr Geschwindigkeit. Lass mich in den Kommentaren wissen, wie es dein Spiel verändert hat. Und wenn das geholfen hat, dann drück den Abonnieren-Button und like das Video. Und wenn du interessiert bist an mehr Tipps, schönen Übungen und Stücken, dann schau dir gleich dieses Video noch an.